Isaiah, the first of the prophets in the list of prophets. Jesaja, der erste der Prophetenbücher im Alten Testament. Reading chapter 40, and we're going to be reading from 28. So I think I've got every verse wrong on the board today. But today will be 28 through 31. Und wir lesen die Verse 28 bis 31, nicht 26 bis 31, wie es hier vorne steht. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles, and they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Let's pray. Lasst uns beten. Father, open our minds to understand your word. Herr, öffne bitte unseren Verstand, dass wir dein Wort heute verstehen. Open our hearts to believe it. Öffne unsere Herzen, dass wir es glauben. And Lord, may you open our hands to do gladly that which you command. Und öffne unsere Herzen, dass wir voller Freude das tun, was du uns gebietest. Amen. You may be seated. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. We've just finished our sermon series through the book of Ruth. Wir haben gerade unsere Predigtreihe durch das Buch Ruth beendet. And we are about to begin a new series through the book of 1 Corinthians. Und wir werden eine neue Predigtreihe im 1. Korintherbrief beginnen. But always in between our series, I get a chance to preach on something that's on my heart. Aber immer zwischen zwei Predigtreihen, da habe ich die Chance, über etwas zu predigen, was mir persönlich auf dem Herzen liegt. And I felt, at least in my own soul, it was time for another Corona sermon. Und ich habe zumindest in meinem Herzen verspürt, dass es Zeit wäre für eine weitere Corona-Predigt. We have one of those about every 6 months, it seems like. Es scheint so, als hätten wir so eine Corona-Predigt ungefähr alle 6 Monate. The sermon, the very first sermon on the Corona pandemic was during the first wave. Die erste Corona-Predigt war während der ersten Corona-Welle, when things were still very unknown. als vieles noch unbekannt war. And the theme was faith, trust in God during this time. Und das Thema war Glaube, vertraue Gott in diesen Zeiten. The second Corona sermon was during the peak of the second wave. Die zweite Corona-Predigt war während des Höhepunktes der zweiten Corona-Welle, when things were getting scary. als Dinge furchteinflößend wurden. And the theme was courage and caution. Und das Thema war Mut und Vorsicht. And now as we head into the third wave, Und jetzt, wenn wir so auf die dritte Welle zusteuern face another possible lockdown, und eventuell einem weiteren möglichen Lockdown, we're all just getting tired. da werden wir müde. I think we have what's called COVID fatigue. Ich denke, wir haben das, was man so eine Covid-Müdigkeit nennt. And so the theme of this sermon is Das Thema, endurance and patience. und so ist das Thema dieser Predigt Ausdauer und Geduld. And that's why I chose Isaiah 40, Und darum habe ich Jesaja 40 als Predigttext ausgewählt, because he calls us to wait upon the Lord. weil der Prophet uns ruft, harret auf den Herrn. And we know it's not easy to wait on the Lord, Und wir wissen, dass es nicht leicht ist, auf den Herrn zu harren. which is why the Bible has to remind us of it over and over again. Deshalb muss uns die Bibel auch immer wieder daran erinnern. This week I counted at least 33 times where we're reminded to wait on the Lord. Ich habe diese Woche in der Bibel mal nachgezählt und es sind mindestens 33 Stellen, wo wir berufen werden, auf den Herrn zu harren. God doesn't tend to repeat commands that are easy for us.
Gott neigt nicht dazu, Gebote zu wiederholen, die uns leicht fallen. In 1 Timothy 5:23, he says, "Drink a little wine for your stomach." In 1. Timotheus 5,23 sagt er zum Beispiel, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen. He doesn't have to repeat that one too often. Das hat er jetzt nicht so oft wiederholen müssen. That's an easy one. Das ist ein leichtes. But wait on the Lord. Aber harret auf den Herrn. 33 times we have to hear that. 33 Mal in der Bibel. Because it's our constant habit to forget. Weil es unsere feste Gewohnheit ist, das zu vergessen. And we're missing out on comfort Und so verpassen wir viel Trost and hope und Hoffnung and confidence, really. und Vertrauen, Zuversicht. I admit that it's hard to wait on the Lord. Ich gebe zu, dass es schwer ist, auf den Herrn zu harren. Maybe harder now than it was back then. Vielleicht heute sogar noch mehr als damals. We have the world at our fingertips, on the internet. Im Internet liegt uns die Welt quasi zu Füßen. If I want to read something, I download it on my Kindle right now. Wenn ich etwas lesen will, dann kann ich es sofort auf meinen Kindle runterladen. On Amazon, we get express shipping Bei Amazon bekommen wir Expressversand, because we cannot wait that extra 24 hours. weil wir die extra 24 Stunden nicht warten können. We eat fast food. Wir essen an einem Schnellimbissrestaurant. If it takes more than 7 minutes, they're going to hear about it. Und wenn es länger als 7 Minuten dauert, bis wir unser Essen kommen, dann beschweren wir uns aber. We are not good at waiting, Wir sind nicht gut darin zu warten. and especially not good in suffering, Und ganz besonders dann nicht, wenn es uns im Leid begegnet. which is actually the context of Isaiah 40. Und das ist tatsächlich der Zusammenhang, der Kontext von diesem Kapitel in Jesaja. Israel is undergoing judgment for their sin. Israel wird um seiner Sünden willen gerichtet. God raised up their enemies Gott hat die Feinde Israels gestärkt, to discipline them, um Israel zu züchtigen. and that's scary circumstances. Und das sind erschreckende Umstände. And Isaiah says to them, in that circumstance, wait on the Lord. Und in diesen schrecklichen Umständen sagt Jesaja zu ihnen, harret auf den Herrn. That's hard to do. Das ist schwierig zu tun. It's hard to wait when you're not getting pregnant. Es ist schwierig zu warten, wenn du nicht schwanger wirst. It's hard to wait when the sickness won't go away. Es ist schwierig zu warten, wenn die Krankheit einfach nicht weggeht. It's hard to wait when there's no options for marriage in sight. Es ist hart und schwierig zu warten, wenn kein potenzieller Ehepartner in Sicht ist. It's hard to wait through another government lockdown. Es ist schwierig zu warten, bis ein weiterer Lockdown der Regierung vorübergeht. It's hard to wait when your kids are far from the Lord. Und es ist schwierig zu warten, wenn deine Kinder weit weg vom Herrn sind. This is why the Bible reminds us to do it over and over. Und darum erinnert uns die Bibel immer und immer wieder. And this waiting Und dieses Warten does not mean have patience. meint nicht einfach nur, hab Geduld. That would be a wonderful humanistic sermon which you could hear in any liberal church around Europe. Das wäre eine wunderbare humanistische Predigt, die man überall in einer liberalen Kirche auch hören könnte. Patience is a virtue. Geduld ist eine Tugend. That's not what Isaiah says. Aber das ist nicht das, was Jesaja uns hier sagt. He doesn't simply say wait. Er sagt nicht einfach nur, warte He doesn't say be patient. oder sei geduldig. He doesn't say endure it with a stiff upper lip, as our British friends like to say. Und er sagt auch nicht, ertrage die Not mit einer steifen Oberlippe, so wie es unsere britischen Freunde sagen. No, he says wait upon the Lord. Nein, Jesaja sagt, harret auf den Herrn. That's a special kind of waiting. Das ist eine bestimmte Art, besondere Art des Wartens. It's a kind of waiting that has at least 3 implications. Und es ist eine Art des Wartens, die zumindest 3 Bedeutungen hat. It implies that God is in control. Es bedeutet, dass Gott alles unter Kontrolle hat. It implies that he has good purposes Es bedeutet, dass er gute Absichten hat and timing. und einen guten Zeitplan. And it implies that our waiting is not passive, Und es, but active. und es bedeutet, dass unser Harren nicht passiv ist, sondern aktiv. Let's just look at these one at a time. Lasst uns diese 3 eine nach dem anderen anschauen. First, waiting on the Lord implies that God is in control of this situation. Als erstes, harret auf den Herrn bedeutet, dass Gott der Herr der Lage ist. Over and over, the Bible teaches us that God is in control of all things. Immer und immer wieder lehrt uns die Bibel, dass Gott alle Dinge beherrscht. As we say here often in the Nick, there are no accidents in history. Wie wir hier oft in der Nick sagen, es gibt keine Zufälle in der Geschichte. And this is really the first ingredient necessary to wait on the Lord.
Und das ist die erste wirklich wichtige Zutat, um auf den Herrn zu harren. Because if all that we go through is random and purposeless, Weil wenn alles, was wir durchmachen müssen, einfach nur zufällig und ohne Zweck geschieht, just the accidental collision of atoms, as Bertrand Russell famously said, einfach nur die zufällige Kollision von Atomen, wie es Bertrand Russell berüchtigterweise gesagt hat, then there's no reason for patience. dann gibt es keinen Grund, geduldig zu sein. There's nothing to wait for. Es gibt nichts, auf das wir warten können. There's just fatalism and fear. Es gibt dann nur Fatalismus und Furcht, Because there's no purpose in your suffering. weil es keine Absicht oder keinen Zweck in deinem Leid gibt. It's accidental. Es ist zufällig. And a lot of Christians today, sadly, have this view. Und leider haben viele Christen heute diese Ansicht. There's a kind of semi-deism in the church. Es gibt so eine Art Semideismus in der Kirche. I think you all know what deism is, Ich denke, ihr wisst wahrscheinlich alles, was Deismus ist. but it became very popular during the Enlightenment. Es wurde sehr bekannt während der Aufklärung. We were just beginning to understand all the inner workings of our universe. Wir Menschen haben angefangen, das Innenleben des Universums so langsam zu verstehen. Biology and physics and chemistry. Biologie, Physik und Chemie. We were uncovering the great mysteries of God's creation. Wir haben angefangen, einige der großen Rätsel von Gottes Schöpfung aufzudecken. But instead of giving him the glory for it, Aber anstatt ihm die Ehre dafür zu geben, instead of trusting him even more, anstatt ihm immer sogar mehr zu vertrauen, because he created the cell weil er die Zelle geschaffen hat and the supernova, und die Supernova, instead we began to imagine that the universe can actually run on its own. haben wir angefangen, uns vorzustellen, dass das Universum sich aus eigener Kraft aufrechterhält. It's a product of its own design. Ein Produkt von sich selbst. Now, Christians, of course, didn't want to go that far, Die Christen wollten natürlich nicht ganz so weit gehen. so they came up with a compromise called deism, So sind sie mit einem Kompromismus, den man Deismus nennt, in hervorgekommen. which they said, okay, right, God created it all, we believe that, Und da haben sie gesagt, naja, Gott hat alles geschaffen, das glauben wir, but he did such a good job. aber er hat es so gut gemacht, He put such good laws in place er hat so gute Naturgesetze eingesetzt, that the universe can run without his help at all. dass jetzt das Universum sich selbst aufrechterhält. You've probably heard it's called the watchmaker God. Ihr habt es vielleicht auch schon gehört, das nennt man den Uhrmacher-Gott. He wound up the watch and then just let it go. Er hat die Uhr aufgezogen und jetzt läuft sie einfach ab. No need for control or supervision or purpose. Jetzt gibt es keine Not, dass jemand Kontrolle ausübt oder etwas beaufsichtigt und es gibt auch keinen Zweck. Waiting on the Lord is useless Auf den Herrn zu harren ist nutzlos, because he's not really that involved anymore. weil er nicht wirklich beteiligt ist. And unfortunately, many Christians still have this semi-deistic view. Und leider haben immer noch viele Christen heutzutage diese semi-deistische Sicht auf die We Welt. believe the universe is just running on its own. Wir glauben, dass das Universum einfach so selbst läuft. And every once in a while, God sort of dips his finger in and does a miracle Und ab und zu steckt Gott seinen Finger rein und macht ein Wunder. or unleashes a plague of frogs or something. Oder lässt eine Froschplage los oder was auch immer. But that's not the biblical view of God. Aber das ist nicht die biblische Sicht von Gott. Hebrews 1:3 Hebräer 1, Vers 3 says, "The Son is the radiance of God's glory, the exact representation of his nature, upholding some things by his powerful word." You know that's not how it goes. Upholding all things through the power of his word. In Hebräer 1, Vers 3 heißt über Jesus, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt manche Dinge durch das Wort seiner Kraft. Ihr wisst, dass das nicht dasteht, das heißt, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Or 2 weeks ago now, I guess, in our Heidelberg Catechism class, Und 2 Wochen in unserer Heidelberger Katechismusklasse we read question 27. haben wir die Frage 27 gelesen. And it says this: "What do you understand by the providence of God?" Answer: the almighty and ever-present power of God, by which he upholds, as with his hand, heaven and earth, all creatures, and so rules the leaf and the blade, rain and drought, fruitful and lean years, food and drink, health and sickness, prosperity and poverty. All things, in fact, come to us not by chance, but by his fatherly hand. In der Frage 27 heißt es dort, was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Und die Antwort lautet, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes,
durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand noch erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommt. That's the exact opposite, or close to it, of deism. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil von Deismus. Everything is upheld by his hand. Alles wird durch seine Hand aufrechterhalten. Now, someone might say, well, that's the catechism and not the Bible. Nun mag jemand einwenden, naja, das steht im Katechismus, das ist ja nicht die Bibel. And that's true. It's a document written by man, so it's fallible. Und das stimmt, es ist ein Dokument, das von Menschen geschrieben wurde und es ist fehlbar. But aren't they going too far? Aber gehen sie nicht zu weit? I mean, I understand that God keeps the planets in line, the big stuff. Ich kann es nachvollziehen, dass Gott die Planeten auf ihrer Umlaufbahn hält und dass er sich um die großen Dinge kümmert. But really, he's in control of he's watching over every little blade of grass. Aber wirklich, ich meine, er schaut über jeden Grashalm. That's a little too much. Das ist ein bisschen zu viel für mich. Listen to what Solomon once wrote in Proverbs 16:33. Aber hört euch mal an, was Salomon einmal geschrieben hat in Sprüche 16, Vers 33. The lot is cast into the lap, and its every decision is from the Lord. Im Gewandbausch wird das Los geworfen, aber jeder seiner Entscheide kommt von dem Herrn. Every roll of the dice Jedes Rollen des Würfels from the Lord. vom Herrn. Nothing in Las Vegas happens by chance. Nichts, selbst in Las Vegas, geschieht einfach nur durch Zufall. It's all upheld by God's hand. Es wird alles durch Gottes Hand aufrechterhalten. And the point, brothers and sisters, is this is the first reason that we can wait upon the Lord. Und dieser erste Punkt ist wir können auf den Herrn vertrauen, weil er alles in seiner Hand hält. Because we know nothing is accidental. Weil wir wissen, dass nichts aus Zufall geschieht. Nothing happens without either God's direct command or allowance. Nichts passiert ohne entweder Gottes direkten Befehl oder dass er es zugelassen hat. That's the first implication of Isaiah's words. Das ist die erste Bedeutung von Jesajas Worten hier. God's in control. Gott hat alles unter Kontrolle. That's why we can wait for him. Deswegen können wir auf ihn harren. If it's out of his control, then what are we waiting for? Wenn es nicht in seiner Macht stünde oder nicht in seiner Kontrolle wäre, worauf würden wir dann warten? The second implication Die zweite Bedeutung is that not only are we waiting on a God who can do what he says, ist, dass wir nicht nur auf einen Gott warten, der das tun kann, was er sagt, but we're also waiting on a God whose purposes are good for those that love him. aber wir wissen auch, dass wir auf einen Gott warten, dessen Absichten gut sind für diejenigen, die ihn lieben. Paul said, we all know, famous verse in Romans 8:28, we all know, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. Paulus sagt das und viele kennen diesen Vers, er steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. How many things does God work out for those that love him? Wie viele Dinge wirkt Gott für diese, die ihn lieben? A few things? Manche Dinge? Most things? Die meisten Dinge? No. Nein, All things. alle Dinge. Even our suffering. Selbst in unserem Leid. Ephesians 1:11. Epheser 1, Vers 11. In him we've obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Epheser 1, Vers 11, dort heißt es, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. God works most things according to his will? Gott wirkt die meisten Dinge nach seinem Willen? No, he works all things. Nein, er wirkt alle Dinge. Suffering included. Und das beinhaltet auch das Leid. All things work to his plan. Alle Dinge arbeiten auf seinen Plan hin. And that's for our good, Und das ist zu unserem Guten, ultimately. schlussendlich. So, waiting on the Lord implies that he is in control Das Harren auf den Herrn bedeutet, dass er alles unter Kontrolle hat and that his purpose is good. und dass seine Absichten gut sind. Otherwise, waiting is no comfort at all. Sonst wäre das Harren oder das Warten kein Trost für uns. How could you know it was worth it Wie könntest du wissen, dass es wert ist zu warten, if you couldn't trust him? wenn du ihm nicht vertrauen könntest? God's power and his goodness allow us to wait with confidence.
Gottes Macht und seine Güte erlauben es uns, mit Zuversicht zu warten. If someone was good but not powerful, Wenn jemand gut wäre, aber nicht mächtig, he may have good intentions, but there's no assurance that he can do what he promised. dann mag er ja gute Absichten haben, aber es gibt hier keine Zuversicht, dass er das auch wirklich einhalten könnte. He may be all powerful but not good. Er könnte allmächtig sein, aber nicht gut. And again, we have no promise that he'll keep his promises. Und dann haben wir keine Zuversicht, dass er sein Versprechen auch halten würde. But God is all powerful Aber Gott ist allmächtig and all good. und auch gut, vollkommen gut. That's why we can wait. Darum können wir harren und I mean, warten. we all know this. Wir alle wissen das. We all know that our confidence in waiting corresponds directly to the character of the one waited upon. Wir alle wissen, dass unsere Zuversicht von dem direkt abhängt auf dem Charakter und der Vertrauenswürdigkeit, auf den wir warten. You go to Amazon Wenn ihr zu Amazon geht and you buy something of great value to you. und ihr kauft etwas, was großen Wert für euch hat, New, Xbox, whatever, 500. Yoshi can tell me what one it is, I don't know. neue Xbox 500 oder was es da gibt, ich weiß nicht, Yoshi weiß das sicher, Or a crystal chandelier. oder einen Kristallkronleuchter, Something valuable to you. etwas, was viel Wert für dich hat. And you give them your money, Und dann gibst du ihnen dein Geld, and now you gotta wait. jetzt musst du warten. You wait with great anticipation. Du wartest mit großer Vorfreude. And your anxiety during that time of waiting Und deine Besorgnis während dieser Wartenszeit corresponds directly to the number of positive reviews on that seller's account. die korrespondiert direkt mit der Anzahl der positiven Bewertungen, die dieser Verkäufer hat. It's the measure of his trustworthiness. Das ist das Maß seiner Vertrauenswürdigkeit. A seller with no positive reviews and 1 star Ein Verkäufer, der keine positiven Rezensionen hat und nur so 1 Sternchen Bewertungen, will make your wait very anxious. da wird dir die Wartenszeit, da wird es dir Angst und Bange. A seller with 4.9 stars and 30,000 good reviews Aber ein Verkäufer, der eine durchschnittliche Bewertung von 4,9 Sternen hat und 30.000 positive Bewertungen, will surely make it easier, machen es sicherlich leichter. even if it gets delayed. Auch dann, wenn die Lieferung sich verzögert. You know there's probably a good reason for it. Da gibt es einen guten Grund dafür. And the same is true with God, Und das Gleiche gilt auch für Gott. although that's a silly example. Auch wenn das natürlich ein albernes Beispiel jetzt ist. But our confidence in waiting corresponds entirely to the trustworthiness of him on whom we wait. Aber unser Vertrauen während des Wartens, die korrespondiert vollständig mit der Vertrauenswürdigkeit von dem, auf den wir hoffen. And Isaiah's point here Und Jesajas Punkt hier is you can trust him, ist, dass du ihm vertrauen kannst. even in terrible circumstances, Auch in schrecklichen Umständen. which was the case for Israel. Das war der Fall für Israel damals. You can trust his answer to your prayer. Du kannst ihm vertrauen und der Antwort auf dein Gebet. If his answer is yes, Ob seine Antwort ja ist or no, oder nein or not yet. oder noch nicht. You can trust his perfect purposes. Du kannst seinen perfekten Absichten vertrauen. You may not see the results of it in this life, Vielleicht wirst du die Ergebnisse von dem dann nicht in diesem Leben hier sehen, but you can trust it will result in your ultimate joy. aber du kannst vertrauen, dass es in deiner ultimativen Freude enden wird. Only when you know this God, Nur wenn du diesen Gott kennst, trust this God, diesem Gott vertraust, can you truly wait in the not knowing. kannst du wirklich während des Nichtwissens ausharren und warten. Now, let me just close with this, Nun lass mich mit dem schließen, because I find this very amazing about Isaiah 40:31. weil ich das sehr erstaunlich finde über Jesaja 40,31. Isaiah says that when we wait on the Lord, Jesaja sagt, wenn wir auf den Herrn harren, we soar with wings of eagles, dann werden wir aufsteigen wie die Adler. and we'll run and not grow weary. Wir werden laufen und nicht müde werden. And it seems to me Und es scheint mir, that the soaring like an eagle and the running like a youth dass dieses Aufsteigen wie die Adler und das Rennen wie die Jugendlichen is not the fulfillment of the waiting. ist nicht die Erfüllung des Wartens. Like, okay, you waited, good job, here's your reward, fly like an eagle. So nach dem Motto, oh, okay, du hast jetzt lange genug gewartet, hier kommt deine Belohnung, flieg wie ein Adler. It seems to me that the soaring and the running, Es scheint mir, dass dieses Aufsteigen und das Rennen, the energy and the joy, die Energie und die Freude is in the waiting. im Warten passiert. There's a freedom within
the not knowing. Es gibt eine Freiheit während des noch nicht Wissens. Because of our trust in the Lord. Wegen unseres Vertrauens in den Herrn. That is amazing. Das ist erstaunlich. And it takes away the anxiety, Und es nimmt die Besorgnis weg, the doubts, die Zweifel, the bitterness, die Bitterkeit, because we trust Him implicitly. weil wir ihm bedingungslos vertrauen. And the more you trust Him, Und je mehr du ihm vertraust, the more you run desto mehr wirst du rennen, without getting tired. ohne müde zu werden. Which means that this is not a health and wealth passage of the Bible. Was bedeutet, dass es jetzt nicht ein Wohlstands- oder Gesundheitsabschnitt der Bibel ist? The soaring and running does not necessarily mean prosperity. Das Aufsteigen und das Rennen, das meint nicht notwendigerweise Wohlstand. All my dreams coming true. Alle meine Träume werden wahr. Isaiah means that we can serve God in the middle of the pain. Jesaja meint hier, dass wir Gott inmitten des Schmerzes dienen können. In the middle of the questions. Inmitten der vielen Fragen. In the middle of the doubts. Inmitten der Zweifel. Because we trust He is all-powerful and that He is good. Weil wir ihm vertrauen, dass er allmächtig ist und dass er gut ist. I've seen this with my own eyes. Ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen. I've seen Christians in terrible situations Ich habe Christen in schrecklichen Umständen gesehen, bearing fruit for Jesus, die Frucht gebracht haben für Jesus, trusting Him. die ihm vertraut haben. And I've seen other Christians who are only angry, Ich habe andere Christen gesehen, die nur wütend sind, frustrated, frustriert, bitter. verbittert. And I believe that the difference between the two is found here in Isaiah's words. Und ich denke, dass der Unterschied zwischen diesen beiden hier in Jesajas Worten gefunden werden kann. Will you wait upon the Lord? Wirst du auf den Herrn harren? Do you trust His timing? Vertraust du seinem Zeitplan? Do you trust His purposes? Vertraust du seinen Absichten? Many of us Christians are often wrestling with the question, what if? So viele von uns Christen ringen oft mit der Frage, was wäre wenn? What if I wasn't sick? Was wäre, wenn ich nicht krank wäre? What if this or that didn't happen? Was, wenn jenes oder dieses nicht passiert wäre? What if I had this job or that relationship? Was wäre, wenn ich diesen Job hätte oder diese Beziehung? Or if only? Oder wenn nur, If only this virus wasn't here anymore? wenn nur dieser Virus nicht mehr hier wäre? I've said that enough times. Ich habe das auch schon genügend gesagt. But you see, Isaiah frees us from the bondage to those questions. Aber ihr seht, Jesaja befreit uns von der Sklaverei von diesen Fragen. Instead of what if, Anstatt des Was wäre wenn, we can see what is. können wir sehen, was ist. We can get to work for Christ. Und wir können uns an die Arbeit für Christus machen. Put our hand to the plow Unsere Hand an den Pflug legen and not grow weary. und nicht müde werden. Because we don't bear the burden of tomorrow. Weil wir müssen die Bürde des Morgens nicht tragen. We don't bear the burden of the future. Wir müssen die Bürde von der Zukunft nicht tragen. We don't bear the burden of what ifs and if onlys. Wir tragen nicht die Bürde, was wäre wenn und wenn nur. We entirely entrust ourselves to our Father's hand. Wir vertrauen uns vollständig der Hand unseres Vaters an. Let me close with Heidelberg question number 28. Lasst uns schließen mit der 28. Frage und Antwort des Heidelberger Katechismus. How does the knowledge of God's creation and providence help us? Answer: we can be patient when things go against us, thankful when things go well, and for the future we can have good confidence in our faithful God and Father, that nothing in creation will separate us from His love. For all creatures are so completely in God's hand that without His will they can neither move nor be moved. Was nützt uns die Erkenntnis der Schöpfung und Vorsehung Gottes? Gott will damit, dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig, in Glückseligkeit dankbar und auf die Zukunft hin voller Vertrauen zu unserem treuen Gott und Vater sind, dass uns nichts von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Amen. Amen.